Ja, es wird ein bisschen schwieriger heute, oder? Aber sagen zuerst mal alle Hoi zusammen. Hoi zusammen! Der ganze So-Haufen ist da. Das hat einen Grund. Wir haben ja noch 1, 2 Altlasten, die aber nicht unbedingt nur wir schuld sind, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das ist eins davon. Machen Tada! Tada! Oh, das ist unfassbar! Das Projekt da ist ja immer am Marc seinem Geburtstag ist da geschraubt worden. Das ist jetzt doch schon 2 Jahre. So wie es jetzt ist es natürlich bei weitem nicht gewesen. Das letzte Mal, als wir etwas gesehen haben über das, man hat unheimlich viele Teile müssen organisieren und das ganze Zeug richtig vorbereitet, dass wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Und das hat vor allem der Joe gemacht. Er hat sich richtig Zeit genommen, um die ganzen Teile zu bestellen. Das, wo ja Marc, du immer gesagt hast, das machst du natürlich. Als ich 3-mal gefragt habe, soll ich mir das machen? Nein, ich mache das schon. Das letzte Mal im Video übrigens ganz lustig. Was hast du alles mitgenommen? Nichts. Wo sind die Kisten? Kisten. Immer bei dir noch. Nicht ein Lager, nicht ein Revisionssatz. Nichts. Ich habe ein wichtiges Teil mitgebracht. Ein einziges. Magst du dich erinnern? Das muss aber ein kleines sein. Schau mal, was ich organisiert habe. Das ist das Einzige, was ich in diesen 10 Monaten gemacht habe. Das ist eine Basis zum Starten natürlich. Nichtsdestotrotz, man will nicht mehr weiter darauf herumreiten. Es ist alles in Ordnung. Es ist so, dass der Marc bald Geburtstag hat und wir haben gedacht, die hure Ruine muss endlich mal raus da, weil er will ja Spass beim Fahren, oder? Das macht ja auch ein bisschen Spass, wenn man so etwas fahren kann. Und wir brauchen den Platz. Wir machen das Ding fertig auf seinen Geburtstag und geben es ihm dann. Den ganzen Samstag haben wir hier vorbereitet. Es war ein sauglatter Tag. Und ein Chaos, aber Chaos haben wir ja gerne im geregelten Rahmen. Der Joe erzählt euch jetzt ein bisschen etwas, die ganzen Teile, wie er das gemacht hat. Der Motor ist auch schon fertig mit einem speziellen Starterhebel, einen Kickstarter umbauen. Und der Rest vom So-Haufen kann einfach dort weitermachen, wo er am Samstag aufgehört hat. Wo ist das gewesen? Ja, ich habe da die ganzen Teile ein bisschen organisiert. Ist nicht ganz so einfach gewesen, teilweise. Die Federgabel vorne hat relativ viele Teile gebraucht, haben wir viel müssen revidieren. Stoßdämpfer hinten sind relativ komplex. Und natürlich der Motor. Da haben wir einen 3-Gang-Motor verbaut. Original war der 2-Gang. Wir mussten den Motor umbauen von Pedalstart auf Kickstart mit so einem lustigen Hebel. Ja, hoffen wir, dass das Motor auch läuft. Ihr werdet es dann sehen. Genau, ich hoffe, wir werden es sehen. Ja, auch die Räder haben wir komplett revidiert. Kugellager haben es zwar schon original, aber haben wir alles neu gemacht. Die sind ja vernickelt. Gespeicht sind sie schon gewesen. Die haben wir einfach wieder komplettiert und neue Bremsen gemacht und alles. Ja, es war relativ viel Vorbereitungszeit für das Ganze. Ja. Das ist ganz lustig da. Das ist der hinterste Gang quasi, der Retourgang von Hand. Und jetzt kommt, das ist noch recht komplex, gell, mit dem Antriebsrad. Ja, genau. Das müllen wir jetzt dort rein. Ja, das ist gut, das kann man richten. Gut. Das ist tipptopp. Ja, das ist ziemlich mittig. Das passt. Ja. Du bist so ein Nieter-Typ. Hast du nicht so ein Niet? Weißt du, wenn man da wieder einen gibt? Ja. Aber nimm doch einfach einen neuen. Alte Originale. Ich würde auch einen anderen nehmen. Ja. Schnell. Und da schaust du, wie viele Kabel wir da drin haben. Ein riesen Kabelsalat. Die müssen aus dem Weg, oder? Oh nein! Das ist nicht anders. Also Antriebsrad. Wir sollten ein bisschen Platz haben da. Ja, das macht die schmal. Also bis da vorne können wir. Ja. Die Büchse da, die muss auf diese Seite. Das war ja noch ein Dilemma. Schau mal die Übersetzung an. Hey du, Huren Zahnkranz. Sonst streift es halt immer. Wie willst du die da fixieren? Dann nehmen wir den hinter dem Hebel so durch. Power, oder?
Wie schnell sind die gelaufen? 40? Wir haben halt Kraft haben, weil man hat keine Pedale. Ja. Gut, hättest du ein bisschen am Ring angeben. Dann ziehen wir den ein bisschen an. Nur schon das Nachziehen ist schon lustig. So, weil es ist echt kuppelig. Nein, ich habe unten wirklich zu wenig. Das ist die Idee, und dann schauen wir mal, wie das ist. Mittig, Kettenlinie und so. Klemmt's. Jetzt ist er gegangen, du. Da können wir die Kette montieren, oder? So. Das fällt schon gut. Das ist wie am Samstag, du. Ja, schlimmer. Ja, alle schnurren ein bisschen. Aber wir waren fleissig. Ja. Was, beim Bier trinken, ja? Fleissig Bier getrunken. Ja, dann musst du ja bei so einem Elend, oder? Du, Cyril. Hat unheimlich wenig Weg, das ist auch eine Katastrophe. Also das Rad kann man wenig spannen, das ist noch recht übel. Was sind das, 10 mm? Viel mehr nicht, he? Nein, nicht mehr. Schau mal mit der Ausscheibe, du siehst nicht einmal mehr den Schlitz. Das ist krass. Ja, das ist ein bisschen übel. So, jetzt kannst du noch mal ein bisschen spannen. Das kommt schon gut, im Fall. Die da muss ich... Ja. Also redet rein, streift niemand. Das Blech ist das ist eher ein bisschen... Geht ein bisschen Nein, aber es ist gut, das ist ja regelmäßig. Das passt. Super. Lange das dann noch mit der Stockmutter? So. Super gut. Nimmst du die Achse. Schau mal, ist ja. Ja, das klemmt oben einfach ein bisschen. Bis ich da rein bin, noch ein bisschen rauf, ja. So, jetzt kannst du wieder runter. Gut. Ja, du musst glaub, noch ein bisschen lupfen da. Der Winkel stimmt doch nicht, ja, jetzt siehst du. Ja, plötzlich. Schau mal. Tipptopp. Oh, ja gut, das ist halt durch das hohe Rohr durch, gell? Das ist unten. So funktioniert Ja, ja, Aber da oben? Nein, das reißt ist aus, das ist nur Plastik. Da hast du einen Bogen, da hast du einen Bogen. Ja, hat einfach sehr viele Bögen. Nein, da hat es keinen Fett dran. Und da hat es nur einen Bogen drin. Ich hau da jetzt ordentlich Fett da im Bogen rein. Weil da ist meistens das Problem, dass es nicht läuft. Unterlagsscheibe M7. Ja, du, ich finde wieder eine. Schon gut. Kriegel spricht mit sich selbst. Ja, das macht er immer. Hast du noch eine fachmännische Meinung gebraucht draussen? Das Unterlagsscheibe habe ich gesucht. M7 Unterlagsscheibe. Ja. Danke. Wo hast du denn das jetzt gehabt? Das habe ich gesucht. Da ist es gelegen. Ah, okay. Ja, das mache ich immer, wenn du mit dir selber redest. Wenn du eine fachmännische Meinung brauchst, dann kannst du sagen, ja, was meinst du, wie würdest du das machen, oder? Ja, komm, wir schauen jetzt mal schnell an miteinander. So. Den Auspuff den haben wir selber hergestellt. Das ist ein Flammenrohr eben von einem 502er. Den Auspuff haben wir selber hergestellt. Ein Blöffer. Das Flammenrohr. Ah, Der Flansch angeschweißt und da hinten, da haben wir ihn auch zugeschweißt, dass es gerade ein Stückchen ist und das sieht wirklich geil aus, wenn der da ist. ja, das ist doch geil. Und da habe ich die Last angeschweißt, dass wir keine Breite nehmen müssen. Ja, ein bisschen grösser bohren. Ah, ich habe sie gut. Ist wahr? Ist wahr? Hast du nie geschaut? Nein, noch nicht. Oh nein, die Kupplung macht auch so einen Hurenbogen, schau. Oh je, oh je, oh je, oh je. 1, 2, 3, 4, 5 Bögen. Wir machen ja noch schöne Überzüge drüber. Die sind relativ gross. Das ist dann gerade eine andere Welt. Wo haben wir die? Die suche ich jetzt gerade. Die originalen, lustigen roten. Mit den Nöppeli dran. Ah, ja. Weiss einer, wo die Griffüberzüge sind? Griffbezüge. Die meint er. Ah, nein, er meint die mit den Nöppeli. Ja, Nöppeli. Der Markt steht auf Noppen. Nein, da hat es aber nichts da. Es ist da.
Wir haben es gefunden. Aha. Was steht da dran? Greifbild, wo sind die gewesen? Ja. Du weißt, wie schön, du hast der Freude. Mal sicher, schau wie geil. Da. Oh. Irgendwie kannst du noch mal ein bisschen. Zieh ihn noch mal ein bisschen raus, dann kann ich besser einwirken. Oh, das war nicht gut, das ist der Plastik. Den können wir gerade ersetzen. Ja. Nein, und jetzt tust du das einfach schön so. Aha, warte mal schnell. Nein, das muss aussen. Nein, aussen tun, das ist auch blöd, oder? Wow, schau mal, wie flauschig du. Das ist bequem. Oh, schau jetzt. Das ist wirklich der Marc. Oh. Ja, Marc, oi. Ja, genau. Das ist ja alle von uns. Ja, der will immer alles genau wissen. Man muss natürlich noch sagen, wir haben ihn unter einem Vorwand eingeladen, also einen Termin eingestellt. Neue Belegung Personal. Was sagt das aus? Nichts, oder? Ja, was willst du denn dort kundtun? Aber ja, nichts, das ist gut. Cyril, schau mal, wie schön. Sogar vernickelt. Das ist doch jetzt noch eins, gell? Das ist auch noch eins, schau. Überredlich. Es ist immer gut, wenn etwas übrig bleibt, oder? Ja. So Teile. Niemand weiss, was ankommt. Wir haben hier diverse Sachen, also einen Skiwerfer, Abblendlicht, eine schöne Hupe und ein Zündschloss. Das heisst, man muss das alles irgendwie schalten und könnt das nicht einfach mit dem einfachen Schalter machen. Dann haben wir hier den Originale, auch noch also Absteller, Hupe, Abblendlicht und Skiwerfer. Und ich habe jetzt das alles hier in die Lampen gezogen. Und dann haben wir jetzt da halt ein bisschen Kabel drauf, aber das da schön verstecken, dass das der Seite nicht mehr sieht, weil er hat nicht ein Kabel. Jetzt haben wir noch ein wunderschönes Kettenschützchen. Das muss jetzt hier irgendwie da oben. Und das Problem ist, nachher komme ich nicht mehr hier zum Schrauben anziehen. Jetzt! Achtung! Jetzt habe ich so Distanzbüchse gemacht aus Alu. Die kommen dann hier rein. Und dann kann man die hier so rein tun. So. Und dann kann man von innen her dann die Schrauben rein tun. Jetzt müssen wir es aber zuerst einfädeln. Den muss natürlich dahinter. Und jetzt? Jetzt muss ich das hier einfädeln? Nein. Nein, wie machen wir das? Das Büchse muss jetzt hier rein, aber jetzt kann man wirklich da fast nicht mehr rein. Aber die Kette ist ja im Weg. Wegen der Kette. Nein, du. Nein, schau mal das an. Es geht. Wow, schön. Das alte Polsterung ist noch vorhanden. Das ist ja widerlich. Die ist doch noch gut. Die geht noch. Wow. Der wird durchschrauben. Ja. Machen wir jetzt nicht. Hast du machen? Das dem Kriegel über das Gesicht hier stimmt. Oh, das ist die alte Polsterung noch. Nein! Brösmelt doch! Ja, aber 3 Tage lang. Sattlerei Signatore. Schauen wir uns da noch zusammenlegen. So, wo hast du dein Zauberledermittel? In meinem Zauberecke hinein. Was machst du, Cyril? Ja, das Werkzeug voran. Hat er viel einen besseren Lumpen? Warte schnell, warte schnell. Machst du dort hinein? Das ist ja noch von der Ferien. Ja.
Ja, das ist die, die man zweimal kehrt, oder? Sauber einwickeln. Unten frei. Unten frei. Was sind's? Viel zu dick, nicht einmal hier. Hast du nicht so einen String oder so etwas? Ein String. Unser lieber Marc ist so viel nackt und dann hat er wenigstens eine Ersatzunterhose dabei. Jetzt so mis. Ich habe auch schon gemacht, 2 Liter. 3,5. Hat das Platz da drin? Ja, ja, das ist groß. Fast einen Krampf bekommen. Schön. Oh, lauf, Phil! Das ist ja gleich gross, he? Das ist für die Nachwelt. Kupplungskabel, das ist noch nicht sehen, oder? Bin ich schon dran, der Lampe. Ah, schau jetzt, so geht's. Verkehrt. Sie ist verkehrt. Nein, was hast du gemacht? Verkehrt drauf. Ja, das ist zum Ah, Lieben aber das ein erste Mal, Anfänger, jetzt du. kannst du es ja. Ah, das passt auch nicht, die Löcher. Die Löcher stimmen nicht. Nein, dass das nicht, so nicht stimmt. Das ist brutal, was nicht stimmt. Nimm mal deine hohen Wurstfinger rauf, das darfst du schon sagen. Oh nein, jetzt bist du neben dem Motor. Gut. Was machen wir jetzt da mit dem Luftfilter? Nein. Was hat jetzt der Joga gemacht? Er hat den rausgenommen. Weil wir haben den Motor noch umgebaut auf Doppelzugschaltung. Das ist der Vorteil, wir haben halt so richtig Zwangsschaltung mit 2 Kabelzügen runtergehen. Und jetzt ist aber das so streng gegangen, jetzt hat dann der Motor von unten her aufgetan und hat hier den Schnapper rausgenommen. Weil wenn man einen einfachen Kabelzug hat, dann muss eben der drin sein. Wir haben hier natürlich noch das Geilste. Der Sierer hat hier ja einen Zündschlüssel eingebaut in dem Teil. Es hat halt nur einen, aber Marc, dem musst du Sorge haben. Und dann kann man den drehen und es lange gerade mit dem Tank. Es ist verdammt knapp, aber es lange, gell? Also, mein lieber Marc, wenn wir da jedes Jahr einen Tag geschraubt hätten, wäre das noch ein paar Jahre gegangen. Weil das hat überall ist spezial. Motor, Kickstarter, 3-Gang, das war alles spezial gewesen. Jetzt kämpfen sie da, ein Team kämpft gerade mit dem Luftfilter, um dort irgendetwas zu machen. Es ist grundsätzlich ist das ja komplett original. Also es ist alles Originalteile, die wir revidiert haben. Es hat natürlich jetzt unheimlich viele Sachen gegeben, weil für das kommt jetzt wirklich nichts mehr über, wo man halt dann herstellen, anpassen müssen. Da Luftfilterhalterung, weil es ein anderer Vergaser ist natürlich. Ganz minim, es ist ein Nachbauvergaser, der ist nicht genau gleich wie der Originale. Haben wir da den Luftfilter aufgesetzt. Was haben wir noch? Neu polstert. Und natürlich da die Armlehne, aber das ist wie gesagt, das wird alles noch neu geledert, aber das soll er bestimmen, welche Farbe das soll haben. Weil wenn er uns das überlässt, dann wird es lustig. Auspuff ist Handmade komplett verschweißt, also ein Einteiler. Der Joe hat natürlich sehr viel Vorarbeit geleistet mit diesen ganzen Teilen bestellen. Marc. Und Joe hat den ganzen Umbau gemacht beim Motor. Schwing dein Arsch auf das Ding. Und jetzt kannst du dich da einfach so einfädeln. Oh Mann. Herrlich, oder? Dann tun wir noch ein bisschen pümpeln. Wie habe ich da überhaupt Platz? Gut, ich muss ja keinen Platz haben. Wenn wir es wissen. Warte mal. Oh, Ich gehe Hupi. Hast du gehört, Cyril? Dekompressor. Komm, wir nehmen den Schalter ein bisschen dort, oder? Oh Mann.
Was soll ich ihn anlassen? Von da vorne geht es ein bisschen ringen, oder? Mal. Das ist die blöde Hupe, nicht, oder? Jetzt hat das immer noch Kontakt. Das ist das Einzige, was Wer geht. kommt? Schon fast besser gewesen, wenn Gib mal hast Gas. den Job. Rauchen tut's! Geil! Apfel geil! Geil jetzt! Wow, ja, da hast du gut Öl drin, das ist schon gut am Anfang. Jetzt müssen wir schauen, ob das überhaupt rollt. Also Gummig ist schon mal sehr lustig. Ja, ein bisschen Luft drin tun. Leck mal am Arsch. Ja, noch ein bisschen lüften. Also Luftpumpe und ab in die Sonne. Das ist so, ja. Danke! Oh. Boah, das wird übel zum Fahren, das Ding, ey. Oh. Boah, das ist unfahrbar. Nein, ganz gut. Wow, gut. Nein. Ja, ey, voll, wir haben es gesehen. Ja. Nein. Es sieht einfach lustig aus. Das Ding ist nicht fahren. Sieht aus, ey. Wollt jemand? Nein. Oh, das ist Affe geil. Da gehe ich noch mal. Was ist das? Motor. Das ist Affe geil. Oh. Wenn du Gas gibst, musst du einfach automatisch auch. So musst du machen. Und beim Abgas das Gegenteil. Geil. Also, jetzt bleibt nur noch eins. Und zwar Übergabe. Ich bin gespannt, entweder wird er hässig, weil er nicht selber fertig machen darf. Glaube ich zwar nicht. Oder er hat einfach eine hohe scheisse Freude. Aber ich würde sagen, wir haben alles gegeben. Ja. Geil. So. So. Komm. Ach, Hurenbau.